Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Video. Falls es dir gefällt, nimm dir bitte kurz Zeit, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Und am besten aktivierst du auch gleich die Glocke. Damit kannst du mich kostenlos unterstützen und verpasst zusätzlich auch kein Video mehr. Vielen Dank im Voraus und nun viel Spaß beim Video. So, und zuletzt war hier die Aufgabe, das Auto zu reparieren. Dazu muss ich jemanden in den Highlands finden. Moment. Special Lesson. Ah ne, das war ja was ganz anderes. Das ist im Main. Genau, Alisa hat sich den Truck hier angeschaut und gemeint, es wäre reparabel. Das heißt, wir dürfen jetzt jemanden suchen, der das repariert. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war die Person in den nördlichen Nord Highlands. Heißt hier lang. Also gehen wir auch mal hier lang. Ja, warum auch nicht? Dazu muss ich dann natürlich da oben zum Lake Lacrima mich begeben. Und ich sehe gerade, ich habe eine Truhe nicht eingesammelt. Und zwar diese hier. Warum habe ich die nicht eingesammelt? Alle anderen sind leer. Tja, gut. Wo lang? Hier links rum, ein bisschen nach unten. Also den Berg leicht hinab. Dann hier rechter Hand herum. Da komme ich, glaube ich, gar nicht hoch. Nur hier, indem ich auf der Wiese entlang laufe. Tja. Okay. So, dann hier. Eigentlich nur hier gerade nach links. Ja. Also schräg nach links so ein bisschen. Da. Ganz in der Ecke ist dann noch eine Truhe. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier wieder, wenn wir die Person finden, die dazu fähig ist, den Truck zu reparieren. Oha, hier gibt's ein Camp. Falsch. Da rein. Speichern. Jetzt bin ich gespannt. Wie schwer werden die Gegner? Okay. Hippogreif. Natürlich geht das nicht. Dann würde ich sagen, Wasser war genau das Falsche. Erde muss es sein.
Am besten noch so. Und am besten auch so, dass sie nicht sterben. Linker Button. Warum sind die wieder nicht verlinkt? Ach, okay, die Party ist ganz anders. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das. You're in the Schule. Crystal Saber. Muss ja halt so sein. Ach ja, das ist aber auch wieder so gemein. Natürlich muss immer wieder erst einmal alle sind Freund angegriffen. It's my turn. Dann kommt jetzt hier der Blessed Arrow, Hang in there. um die Lebenspunkte zumindest minimal wieder aufzufrischen. Thank you very Thank you. much. Natürlich müssen sie alle auf die Adligen. My turn. Gut, dann hier wieder. Yeah. Moment, das wäre Recovery of KO und 50% geheilt. Aber okay, die 50% Heilung brauche ich definitiv. I suppose I should thank you. You're in the Schule. Dann natürlich noch. Genau. Alles, was drumherum ist, ebenfalls killen. Und schon hat man ein Problem weniger. Flames, gather on my blade. Und guess what? Ich habe schon wieder vergessen, die Kolleginnen miteinander zu linken. Und damit ist Rean erst einmal tot. It's my turn. Ach ja, wieso habe ich das denn? Wieso vergesse ich das andauernd? Golden Juice. Oh, that's good. Und natürlich sofort wieder Awesome. einer K.O. Okay. Serene Blessing. Hear me. Definitiv direkt gleich mal die 50% wieder geheilt. Rean wird gleich wieder sterben, aber okay. Nein, use I es. can do this. Ach Mensch. Dann würde ich sagen, ich mache Let's go. diesen Move zuerst. Here we go. Und dann nehme ich noch eine Earthlands. Und greife die Hippogreifen an. Thank you very much. Go. Oh Mann.
Verdammt. Right. Hang in there. Thanks. Thank you very much. Okay. So, und noch einmal Uses wiederbeleben und hoffen, dass er jetzt mal I should thank you. Go! wenigstens kurz überlebt. Der Hippogreif ist doch fast tot. Der ist doch schon fast down. Okay, it's safe. Sag ich doch. I did it. Endlich. So, und jetzt möchte ich wissen, was das... Okay, Ernte. Ich meine das vollkommen Ernte. Okay. Ja, das halt wirklich komplett alle. Halt und Harvest. Okay. Das bringt direkt alle drei? Oder wie, oder was? Pressed und Brand Pressed. Das heißt, vielleicht kann ich ihr das geben. Q Stat Down. EP plus 50. Okay. Ach, vielleicht hilft. Hier ist ja sowieso gerade nicht wirklich was frei. Heat up. Was ist das? Cool, Angel. Ich habe ja Angel als... Ja. Luck wäre... Fortuna. Dark Matter. Könnte man mal probieren. Weiter geht's. Okay. Hier ist das Lake Lacrima. Auf zu unseren Mechaniker. Kfz-Mechaniker oder wie er auch immer hier genannt wird. Könnte sein, dass hier noch eine schwerere Aufgabe auf uns wartet. Leider aktuell komplett auf dieser auf der Field Study keine einzige ja, synchronisierte Dialogphase zurzeit. Ganz am Anfang mal, aber jetzt nicht mehr viel. Fände ich halt richtig cool, wenn die das so komplett durchsynchronisiert hätten. Aber das ist ja noch nicht mal bei Persona 100% der Fall. How Oh. beautiful.
Yeah, breathtaking. Oder habe ich das falsch in der Erinnerung? Sieht fast so aus, als könnte ich hier irgendwas noch kommen, aber war wohl falsch gedacht. Ist auf jeden Fall relativ hübsch hier. Okay. So sieht das ziemlich, ja, nicht sehr wiederholend aus. Diese Wellen. Alles viel zu gleichmäßig. Aber sonst, wenn man von hier oben guckt, ist es relativ hübsch. Right. Man, I'd love to get in a little fishing here. Ja, warum denn nicht? Well, no one's stopping you. Wie das hier? Kann ich hier This looks angeln? like a good spot. Use ground bait, 7 remaining. Ja, ich habe keine andere Angelroute. Also nehme ich meine Beginners Rod. Ja gut, hier muss man was anderes machen. Ein bisschen Now anders that's a klicken, catch. drücken, aber ja. Regenbogenforelle? Okay. Nicht schlecht. Nochmal. Was haben wir denn hier? Caught one. Kasagin. Sagt mir jetzt nicht. Und kriege ich hier... Wahrscheinlich nochmal so einer. Not bad. Ja. Okay, jetzt kann ich ein Groundbait nutzen. Caught one. Okay, immer noch 5 Punkte. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Genug geangelt. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann doch nicht mal richtig rangehen an das Auto. Hier ist eine Alpha-Wand irgendwo. Ja. Auch eine Alpha-Wand vor den ganzen Gefäßen. Hier ist ein Paddel. Okay. Hauptsache, die Person hier ist nicht gewalttätig. Ah, okay. Ja klar. Muss da ja irgendwann mal weitermachen. Ich habe jetzt schon wie viele Quests? 6 Quests am ersten Tag? Oder an einem Tag? Kann ja sein, dass der erste Tag ja nur die Anreise ist. Komplett.
Haha, der Großvater, sehr schön. Ein sorgloser alter Mann. Mhm. Gwyn Reinford. Ah. Okay, der ist ein ziemlich reiselustiger alter Mann. Aber ist eigentlich ganz gut. Wenn er auf seine alten Tage nochmal ein bisschen was erleben will und das auch noch kann. Warum nicht? Man kann ja schlecht Leute so einfach zu Hause einsperren. Also ohne triftigen Grund, meine ich. Das muss er nicht zweimal sagen. Die ist ein extremer Workaholic. Aber zumindest so jemand, also so eine Chefin, ist zumindest ein mehr oder weniger ein gutes Beispiel. Im realen Leben gibt es natürlich sehr viele weniger gute Beispiele. Okay. Also heißt das, wir können hier raus.
Okay, dann nehme ich jetzt Alisas Großvater mit. Wie sie sich direkt mal Sorgen macht. Ah. Oh, das hätten sie besser lösen können mit der Sprechblase. Konnte man ja gar nichts erkennen. Das ist am Rand vom Bild abgeschnitten. Beziehungsweise bei dem hier ist es jetzt, naja. Ja. Das stimmt wohl auch teilweise. Also mindestens teilweise. Die will halt alles alleine schaffen. Okay. Okay, dann hat er so im übertragenen Sinne gewisse Vibes gespürt. Mhm. Oh Gott. Ja. Genau das, was sie eigentlich nicht wollte. Woran er sich noch erinnern kann. Naja.
Er sollte es einfach vergessen. Ooh, it's those military academy students. I wonder what they're doing all the way out here. Tja, was wohl? Oh well. Schule? Looks sonst? like things are gonna start getting interesting. Okay, let's get this mission started! Sheesh. Gramps and the others can be so unreasonable sometimes. Ja, was soll das jetzt für eine Mission sein? Ist halt schon ein bisschen verdächtig, wie die sich alle verhalten. Also nicht die Schüler hier, aber... Diese Personen, die immer bei den Field Studies auftauchen. Ist halt auch immer die Frage, sind sie Freund oder Feind? So hundertprozentig klar ist das jetzt auch noch nicht. Oha. Das klingt ja beinahe so, als würde sie auch versuchen, uns zu verkuppeln. I'm such an idiot. What am I even doing? Also das da rechts sieht eindeutig aus wie ihre Mutter. Und das muss ja dann wohl mehr oder weniger ihr Vater sein, oder? Also das würde zumindest im Zusammenhang ganz gut passen. So ein bisschen zumindest. Dass die da als Familie sind. Elisa? Oh, Rean. Well, what are you doing out here? Did you eat too much? My mouth says no, but my stomach's thinking yes. You doing okay? You seem a bit unsteady there. Nothing like that. I'm just feeling a little out of it. I'm just going to stay out here for a while and get some fresh air. Then I'll be Whoa! Sorry about that. See? What did I tell you? We've been riding all day. I'm not surprised you're feeling tired. Riding a horse really takes it out of you. I guess you're right. Why didn't that occur to me before? Hey, Elisa. Look up at the sky.
Huh? Oh, wow. You know, I didn't even notice it last night because we turned in so early. But now that we know, if you're out here to get some air, better to take in the starlight than look at the ground, right? You're right. Ja, so klare Himmel sieht man nicht sehr oft. Schon der My Vorteil, father wenn was a ganz wenig... technician. 8 years ago, he passed away. Ist auf jeden Fall besser in so einer natürlichen Umgebung mit ganz wenig Lichtverschmutzung, um da die Sterne zu beobachten. My family was never really the same after that. Mother was director of the company back then. She focused all of her energy on making the Reinford group even bigger. She used to treasure our family, but after that, it's like she could barely spare a thought for us. Ah, vielleicht hat sie irgendwie versucht zu verdrängen, dass er gestorben ist, ne? Oh. She did seem like a talented businesswoman when we met her. Well, more than talented to run the Reinford group. What you saw in Ruhr Station was just a watered-down version of her normal intensity. We'd be able to have dinner together maybe once every 3 months, and that's being generous. Ha, But at least I wasn't alone. Grandfather and Sharon were always there for me. That's how it was, huh? I guess you've known Sharon for a long time then. Yeah, my mother hired her about 7 years ago. Being a Reinford and all, I never had many people I could really call friends when I was young. The nobles looked down on me, of course, but the common people treated me like I was different from them, too. At least with my grandfather and Sharon around, I never felt totally alone. Grandfather introduced me to all kinds of different hobbies, like horseback riding and playing the violin. Sharon taught me self-defense and archery, and all the high society etiquette expected of a lady. Meanwhile, my mother kept expanding the company completely against the wishes of my grandfather, the chairman. I see. Though, hasn't Reinford always been a big industrial company? Kind of, yeah. Even back then, they took on projects in all fields, from steel mills to railway construction to guns and tanks. It's not surprising there are people out there who like to call the company a merchant of death. ja, verständlich. Ganz verständlich. I can't say I completely agree with that side of the company, but I've never felt embarrassed or ashamed about it. But a few years ago, the Reinford group finally went too far. What do you mean? Those 2 railway guns set up in Gorelia Fortress on the eastern edge of the empire? Die Railway Guns, die wir ganz zu Anfang gesehen haben. Also ich schätze mal, dass das die sind. You know about those, right? Yeah, I've heard of them. They're supposed to have the longest range of any orbital cannon in the world. I've only seen their spec sheets, but the destruction they're capable of is terrifying. Erebonia's still fighting with Calvert over Crossbell, and those guns are capable of targeting any point in Crossbell State. In just a couple hours, they could wipe Crossbell City and its 500,000 citizens off the map. No way. That's way beyond being a weapon of war. More like an instrument of massacre. Ah, eine Massenvernichtungswaffe, könnte man schon sagen. I couldn't agree more. And neither could my grandfather, who supervised their construction. Even though my mother was the one who signed off on the project, my grandfather regretted it like the decision was his. As he was hesitating over whether to hand them over to the Imperial Army, my mother betrayed him. What? She went behind his back and secured the support of all of Reinford's major shareholders.
Was? Everyone from Ruhr's ruling lord Marquis Ragnar to the top brass of the Imperial Army was on her side. In the face of such overwhelming pressure from all sides, my grandfather was forced to capitulate. He stepped down as chairman, and my mother wasted no time taking his place. That's when my grandfather decided to leave the company entirely, and me. I thought I'd at least have Sharon on my side, but she just did whatever my mother told her to do. It's been 5 years since then already. Oh. I think I get it now. Why she gets under your skin, I mean. Sehe ich das richtig? Der Gürtel ist auf dem Rücken zugemacht? Ist das so ein militärisches Ding oder ist das einfach nur Mode von denen? Hä? Ganz ehrlich. Es gibt einen Grund, warum der Gürtel genauso zugeht, beziehungsweise dass das genauso zu ist, wie es ist. Nämlich darum, deshalb, weil man das Schwert, wenn man es zieht, weil man dann sonst Probleme bekäme. Beim Ziehen, wenn man da gegen den Gürtel zieht. Ja, gut. Vielleicht ist die Schnalle aber auch so. Egal. Egal. It's not so much what your mother did, but how it ended up tearing your family apart. Yeah. I couldn't believe my mother would betray her own father. I couldn't believe grandfather would take it without fighting back. I couldn't believe Sharon, who'd always supported me, watched it all happen without a word of protest. It really drove it home to me, how big the Reinford group was now, and how small I was. I hated realizing it had become so large that corporate interests were stronger than family ties. Looking back, I guess that's when I decided I'd leave home and enroll in the academy. Okay. Even when I ran, I couldn't go far enough to escape my mother's shadow, or the Reinford name. Then I come here and find my grandfather happily enjoying a whole new life without a care in the world. When I stepped outside, I was feeling so lost, so frustrated. But it's kind of strange, you know? I look up at the stars and it feels like I can escape the gravity of everything. I think I'm finally starting to understand why my grandfather chose to leave it all behind and move out here in the first place. You really are strong, Elisa. Stronger than you realize. You were finally ready to talk about it, about your family and the company and everything. So maybe you found what you were looking for to move past that, right? Maybe you're right. But I don't think I would have been able to if I hadn't enrolled at the academy. Meeting everyone in Class 7, the lacrosse club, you, I'm a better person for it. Your support has already made a difference. So, thanks. Thanks for worrying about me. And thanks for reminding me to look up, not down. Anytime. Though, truth be told, I came to check on you because Emma asked me to. Sorry to ruin the moment. I thought that might be the case. Oh well, there's always next time. It's kind of strange to hear you tell me I'm strong. Because I could say the same thing about you. You always seem to get thrust into the role of leader. Someone we can count on to keep us on track. I guess running errands on all my free days is really helping me buckle down. Still,
I feel like I've got a long way to go. Especially when I keep running from myself. Huh? Remember back in Celtic? I said that I came to the academy to find myself. But sometimes, I wonder if maybe I just wanted to... from my family, Get away from myself. Oh. Do you not get along well with your family? Oh, I do. I'm not their real son, but my parents always loved me like I was. My sister and I, we've had our differences, especially lately, but we still get along pretty well. No, the problem's just with me. Rean. Still, I suppose the fact you were finally ready to talk about it means that maybe you found what you were looking for to move past that, right? Okay, jetzt wiederholt sie seine Worte. Who'd have thought I'd have the chance to feed you your own good advice so soon? I can't believe you can just say things like that with a straight face. Maybe being on the receiving end every now and then will do you some good. All right, you got me. I admit defeat. But yeah, I guess I'm starting to figure things out, in my own way. Maybe enrolling at Thorus was the first thing I'd done right in a long time. I ended up in Class 7. And now, all of us are out here like this, spending time together. Yeah, I like that. I hope the things we learned during our field studies can help us all make a difference in the world. So, wait, all of us? Ja, wer könnte das wohl sein? Ist das Uses? Ach, alle drei. You two were gone so long that we started to get a little worried. No way! How long have you been listening? Wahrscheinlich die ganze Zeit. Still, I suppose the fact that you were finally ready to talk about it means that maybe you found what you were looking for to move past that, right? Stop! Rean, he was the one who said it first. I was just repeating it back to him. Oh, Lisa, there's nothing to be embarrassed about. Honestly, you touched my heart. I apologize for eavesdropping on you, but at the same time, I'm kind of glad I did. How did I end up in the middle of this anyway? Fine, if that's how you want to play it. None of you are getting any sleep until you've shared all your most embarrassing secrets. What? I don't... You wish. Seems like you did well. Honestly, I feel like she helped me more than I helped her. Hey, guys? This is a really beautiful place. Yeah, ain't it? Ooh, you're moving up in the world. Oh, B2. I've got a little reward here for you. Drinks are on me someday.